Farbigkeit entspricht mir sehr. Ich habe immer Farben geliebt. Ich bin Monika Joost und habe als Grafikerin mein Leben lang gearbeitet. Also ich wurde in Klosters geboren und mit 15,5 ging ich an die Kunstgewerbeschule in Zürich. Hatte dann eine Ausbildung als wissenschaftliche Zeichnerin gemacht und dann umgesattelt auf Grafik in Mailand. Später habe ich in Paris und in Zürich gearbeitet und in Paris lebe ich weiter noch. Im Vorkurs bei Karl Schmid lernte ich Bettina Honecker kennen und durfte dann bei ihr in der Wohnung von Gottfried und Varja Honecker-Lavater leben. So hatte ich Beziehung zu der neuen Welt in Zürich, die eine ganz andere war als Klosters. Das ist nur unter uns schüch bin ich. Vielleicht war es auch, um meine Schüchternheit zu überwinden, dass ich weg wollte. Und eine andere Sprache lernen, das gehörte dazu. Im März 1965 fuhr ich nach Mailand und präsentierte mich bei Walter Balmer im Studio Olivetti. Und er sagte mir, ja, wenn Sie jetzt schon hier sind, können Sie auch hier bleiben. Ich habe natürlich ganz andere Dimensionen kennengelernt. Wir hatten Zeit, um zu arbeiten. Ich konnte für die Plakate viele verschiedene Entwürfe machen mit Temperafarbe und Malen. Und das war sehr kreativ. Alles wurde publiziert natürlich unter dem Namen des Artdirektors Walter Balmers. Und im zweiten Plakat habe ich dann meine Initialen reingesetzt, anstatt nur andere Buchstaben. Nur meinen Freunden und meinen Eltern habe ich natürlich erzählt, dass ich die Buchstaben da reingeschmuggelt hatte, aber sonst hat das niemand bemerkt. Ich habe mich nie minderwertig gefühlt vis-à-vis von Männern. Und dies ist vielleicht meiner Mutter zu verdanken. Die hat auch mitgeredet, wenn es über Politik ging oder Sachen, die die meisten Frauen zur Zeit meiner Mutter und auch zu meiner Zeit dann einfach daneben gestellt wurden und nicht interessiert waren. Das Vertrauen zu sich selber, das hat unsere Mutter uns mitgegeben, denke ich, dass man etwas kann. Nach Mailand arbeitete ich an einer kleinen Werbeagentur Lorch in Zürich und durfte dort ein Plakat gestalten für den Coiffeur Kaiser. Dieses Plakat wurde ausgewählt unter den 20 besten Schweizer Plakaten und ich bekam einen Preis dafür. Ich war 24 Jahre alt und sehr stolz. Eigentlich wollte ich zurück nach Italien. Und habe dann auf ein Inserat geantwortet. Die Werbeagentur Reiwald in Basel suchte eine Grafikerin für Mailand und durfte dort Plakate für Fiat machen. In Mailand, war immer noch in der Agentur Reiwald, gab man mir die Aufgabe, einen Trofeo zu kreieren. Etwas, das dann beim Autorennen gebraucht wurde. Und ich habe dann die Fiat-Rhomben zusammengesetzt. Die 4 gaben einen Kubus, der schräg war, aber die Zusammensetzung gab dann einen Pfeil. Ich denke, die Grundüberlegung am Anfang ist wichtig, wenn man sich hinter eine Arbeit setzt. Man muss da allerlei sich überlegen, was will ich damit sagen? Und eine Idee sollte dahinter stecken, die man vielleicht nicht unbedingt sieht, aber die man fühlen kann. Seit ich in Paris lebe,
konnte ich für viele verschiedene Kunden arbeiten. Angefangen bei Roger Talon. Dann habe ich viele Jahre für die UNESCO gearbeitet und dort Zeitschriften und Bücher gemacht. Für den Louvre eine Zeitschrift und auch für viele kleine Organisationen und Geschäfte. Für mich war es nicht wichtig, ob der Kunde berühmt war oder nur ein kleiner. Es sollte immer richtig sein, was ich gearbeitet habe. Ich war nicht wie viele Grafiker eine verkannte Künstlerin. Ich dachte, es wäre mehr ein Handwerk, das wir brauchten. Das heißt, es ist nicht minderwertig, aber es ist anders. Ein guter Schreiner, der macht einen Stuhl, auf dem man sitzen kann, der fällt nicht zusammen. Es soll einfach stimmen. Und deshalb dachte ich, die Grafik, das ist dasselbe. Anfangs 90er Jahre konnte ich für das wissenschaftliche Labor des Louvres ein Heft konzipieren, das Techne heißt. Es existiert immer noch und ist ein wissenschaftliches Heft. Da habe ich sehr lange in der Konzeption gearbeitet, die Schriften gewählt und die ersten Nummern, dann noch mit dem Drucker gearbeitet und später selber ausgeführt auf dem Computer. Das war natürlich kreativ und vor allem schön für die Forschung zu arbeiten und nicht nur für Werbung. Das wollte ich abgeben, die Werbung. Ich wollte keine Zahnpasta mehr verkaufen. Der Inhalt war mir wichtiger als nur das Aussehen von außen. Ich habe sehr gerne gearbeitet und habe Freude, wenn ich ab und zu noch was Altes sehe, das plötzlich wieder auftaucht. Ich bin auch stolz, dass gewisse Sachen dann bekannt wurden.